Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil meiner neuen Videoreihe Random EDM Facts. Gleich mal vorweg, EDM ist übrigens die Abkürzung für Electronic Dance Music. Es geht also um elektronische Musik. In dieser Reihe stelle ich verschiedene Fakten und Trivia aus der großen, weiten Welt der elektronischen Musik vor. In jedem dieser Videos gibt es 3 Fakten, also lasst uns keinerlei Zeit mehr verlieren. Viel Spaß mit der ersten Ausgabe von Random EDM Facts. Fakt Nummer 1. Die Bryda Snare. But if you leave me, I will surely die. Es gibt so gewisse Sounds, die extrem oft in Songs verwendet wurden. Einer dieser Sounds ist die sogenannte Bryda Snare. Diese Snare dürfte neben dem legendären Amen Break der am meisten gesampelte Drum-Sound im EDM-Bereich sein. Vor allem während der Big Room-Phase hatte gefühlt jeder Song nach 4, 8 oder 16 Takten diese Snare. Ja, dieser Sound ist wirklich extrem oft verwendet worden. Doch woher kommt eigentlich die Bryda Snare? Diese Snare wurde vom Künstler Bryda erfunden, deshalb auch der Name. Bryda ist übrigens ein Projekt vom schwedischen DJ und Produzenten Eric Prydz. Das ist der mit Call on Me einen riesen Hit gelandet hat, sich allerdings heutzutage von diesem Song komplett distanziert. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Video. Eric Prydz aka Bryda hat diese ganz spezielle Snare in seinem Song Miami to Atlanta im Jahre 2009 eingebaut und damit erfunden. Nachdem diese Snare dort teilweise ohne andere Elemente im Hintergrund zu hören ist, kamen dann Musikproduzenten auf die Idee, diese Snare auszuschneiden und zu samplen. Welcher der erste Song war, in dem ein Sample der Bryda Snare verwendet wurde, lässt sich nicht so genau sagen. Einer der ersten EDM-Hits, in dem die Bryda Snare sehr dominant zu hören war, war auf jeden Fall Antidote von der Swedish House Mafia und Knife Party. Und danach wurde sie dann bis zum Erbrechen im Subgenre Big Room verwendet, wie ich vorhin schon gezeigt habe. Und damit wünsche ich euch viel Spaß, dass euch ab jetzt ständig auffallen wird, wo und vor allem wie häufig die Bryda Snare in EDM-Songs zu hören ist. Zum Glück wird sie heutzutage nicht mehr ganz so inflationär genutzt. Fakt Nummer 2. Das hier dürfte das wohl bekannteste aller Dubstep-Dramen sein. Gehen wir dafür ins Jahr 2013. Skrillex hatte Zomboy und einige andere in ein Studio eingeladen und ihnen ein paar Songs gezeigt, an denen er zur damaligen Zeit gearbeitet hatte. Für Zomboy war das etwas sehr Besonderes, denn er hat in Interviews immer wieder betont, dass Skrillex seine größte Inspiration ist. Eine der Demos, die dort vorgespielt wurden, war Untitled DJ Tool, ein sehr griffiger Name für eine Demo. Von einer Stelle in dieser Demo hat sich Zomboy dann inspirieren lassen und daraus seinen Song Terror Squad gemacht. We were in a studio in LA, probably, I don't know, like 9-10 months ago, and he was showing us loads of ideas, and I must have subconsciously heard one of these particular ideas, and like I ended up going, and somewhere in the next few months I wrote a song which sounded remotely similar to this song, and I was just like, this song is wicked, why is it so sick? Das klingt wirklich sehr ähnlich, wobei man auch dazu sagen muss, dass er nur eine kleine Stelle aus der Demo nachgebaut hat. Die ganze Aktion kam damals in der Dubstep-Szene aber trotzdem alles andere als gut an. Da war natürlich die Frage, wie wird Skrillex jetzt darauf reagieren? Als 2014 bekannt wurde, dass Skrillex ein Album veröffentlichen wird,
wurde schon vermutet, dass von den Fans inzwischen in This Much Power umbenannte Untitled DJ Tool darauf vertreten sein wird. Damit hatten sie auch recht. Allerdings bekam der Song auf dem Album Recess einen ganz anderen Namen. All is Fair in Love and Bro Step. Das ist eindeutig die finale Version von der Demo, die Zomboy zu seinem Song Terror Squad inspiriert hat. Interessanterweise hat sich Skrillex hier extrem stark von Terror Squad inspirieren lassen und dafür seinen ursprünglichen Song daran angepasst. It was similar to his original idea, but it was nowhere near like an exact mimic. And then, obviously, he just thought he could be like, right, okay. And then he actually changed his song to completely mimic my one. Ich muss aber fairerweise dazu sagen, dass der zweite Drop bei Skrillex dann komplett eigenständig ist. Der Name des Songs lässt es schon vermuten. Skrillex hat Zomboy die Kopie von seinem Song nicht übel genommen. Wobei er Zomboy in All is Fair in Love and Bro Step auch gesampelt hat. It's fucking Zomboy. It's fucking... It was an honor. After the initial shock being like, oh my god, my career's over, I was just like, wait a minute, he's gone to the effort of doing this and putting it as the first track on the album. Um die ganze Debatte, die eigentlich nur von den Fans und nicht von den Artists selbst geführt wurde, endgültig zu beenden, gab es dann Ende 2014 noch einen gemeinsamen Remix von Skrillex und Zomboy. It's fucking... Hier hört man sehr deutlich sowohl die Sounds von Skrillex als auch die von Zomboy heraus. Also insgesamt eine coole Zusammenarbeit und ein schönes Happy End für das ganze Drama. Noch ein kleiner Fun-Fact zu der ganzen Thematik. Das Pattern aus Terror Squad wurde später dann auch noch einige Male von Zomboy selber und auch von anderen Dubstep-Producern verwendet. Deshalb entstand daraus auch der Kommentar bzw. Running Gag Sounds like Terror Squad. Fakt Nummer 3. Will I Am, wohl eher Will I Steal. Auch beim letzten Thema in diesem Video geht es um eine Kopie. Allerdings ist diese hier besonders dreist. Am 19. April 2013 erschien das Album Willpower von Will I Am. Das Album kam in der EDM-Szene teilweise sehr schlecht an. Warum? Nun, Will I Am hat sich von einigen bekannten Songs aus der Szene inspirieren lassen. Hier mal ein paar Beispiele. Bei all den Songs kann man auf jeden Fall sagen, dass sie keine 1:1 Kopien sind oder Will I Am hier irgendetwas abgesampelt hat. Also alles im legalen Bereich. Bei einem Song auf dem Album ist er allerdings zu weit gegangen. Let's Go zusammen mit Chris Brown. Dieser Song ist nämlich ein Rip-Off von Rebound von RT und Mezzo. Da müssen wir nicht diskutieren. Das ist eindeutig eine Kopie und Will I Am hat auch hier einige Passagen aus Rebound direkt abgesampelt. Als das beim Release des Albums rauskam, gab es auch erstmal einen ordentlichen Shitstorm. Denn dass Will I Am den Song Rebound für seinen eigenen verwenden darf, war überhaupt nicht abgeklärt. Will I Am hat sich auch nicht gerade erwachsen verhalten oder sich einsichtig gezeigt. So hat er erklärt, dass er mit RT in Kontakt stand und ihn deshalb auch in die Credits geschrieben hat. Das stimmt soweit auch. Für RT wäre das so laut Will I Am auch in Ordnung gewesen. Das Argument, man kann niemanden beklauen, wenn man ihn in die Credits schreibt, zieht da aber trotzdem nicht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil Mezzo einfach nicht seine Credits bekommen hat.
Artie aber schon. Und der Song ist ja von 2 Leuten gemacht worden. Und dass will.i.am nichts davon wusste, ist ebenfalls kein gutes Argument. Auch das Label, auf dem Rebound erschienen ist, Anjuna Beats, hatte keine Ahnung von dem Song von will.i.am. Am kindischsten in diesem Konflikt hat sich aber eindeutig Chris Brown verhalten, der wie ein trotziges Kind dazu getwittert hat. Was sind das denn für billige Argumente? Habt ihr nie gemeinsam ein paar Worte über das Instrumental verloren? Oder wie darf ich mir eure Zusammenarbeit vorstellen? EDM-Twitter war danach so richtig on fire. Dadurch gab es immerhin auch ein paar ironische und lustige Tweets zu dem Thema. Wie wurde dieser ganze Konflikt aber nun gelöst? Am 26. November 2013 wurde das Album Willpower neu veröffentlicht und Let's Go mit dem Song Feeling Myself ersetzt. Let's Go wurde also sowohl vom Album als auch von sämtlichen Streamingdiensten genommen. Auf dem YouTube-Kanal von will.i.am gibt es aber noch einen Upload von Let's Go. Ich könnte an dieser Stelle noch einige weitere Geschichten und Songs nennen, bei denen sich will.i.am, ich sag mal, nicht so professionell verhalten hat. Aber all das würde den Rahmen des Videos jetzt sprengen. Vielleicht erzähle ich euch in einem anderen Video mal mehr darüber. Das war die erste Folge meiner neuen Videoreihe Random EDM Facts. Ich hoffe, euch haben das Video und das Format gefallen und vor allem hoffe ich, dass ihr etwas Neues gelernt habt. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm ein Like. Falls ihr noch eine Thematik kennt, die ich unbedingt auch mal in dieser Videoreihe behandeln sollte, schreibt diese gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, macht's es gut und bis zum nächsten Video. Servus!